Wir sind im Parque Warner in Madrid. Schade, ich mag die ja eh nicht. Hallo, ich erzähle dir gerade was. Deswegen denken die Spanier auch, das ist alles in Ordnung, so ein Bottrop. Die wissen es ja nicht besser. Die spanische Wirtschaft liegt am Boden, das verstehen wir gar nicht, worin das liegt. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Video Magazin in einem neuen Video unsererseits. Wir sind im Parque Warner in Madrid und ja, nehmen euch heute mit durch den Warner Park hier in Spanien und müssen gucken, wie wir jetzt reinkommen, denn wir sind mit unserer Movie Park Jahreskarte hier. Die Website ist aber nur auf Spanisch und Portugiesisch und wir stehen, glaube ich, hier ganz gut an irgendeiner Klientenkasse. Das könnte was geben. Es ist leicht gefüllt, wir sind gerade hier hingeubert. Der Park macht in 15 Minuten auf. Auch bedenklich. Ja, schauen wir mal, was wird. So Leute, wir sind drin und man hat, also mit der Jahreskarte sind wir an Schalter, dann tauscht man die gegen ein Ticket und dann ist es fertig. Aber der war ziemlich lange weg damit. Ich weiß nicht warum, weil er war ja weg. Ja, und dann sind wir jetzt relativ schnell reingekommen. Die Security-Schlange ist halt sehr lang, aber wir kamen ja von der Seite, da hatten wir jetzt ein bisschen Glück gehabt. Und jetzt ist hier noch ein Rope. Der Park hat halt so die Main Street stehen auf, die gucken wir uns später an, weil es hier gerade riesen Chaos. Und das für uns Wichtigste, was wir auch jetzt als erstes machen werden, ist Batman Gotham City Escape. Das ist die einzige neue Achterbahn quasi hier für uns. Und wir waren seit 2016 nicht mehr hier. Und Intermin, LSM Coaster, ich bin sehr gespannt mit kurzen Zügen. Mal gucken, was dabei passiert. IMA Score, IMA Motion haben ja auch was beigetragen bei Dark Ride Parts. Ich habe mich noch nicht spoilern lassen, ich habe mir noch nicht viel davon angeguckt. Ich bin sehr gespannt und da gehen wir jetzt gleich mal rein, wenn hier, glaube ich, gleich die Eskalationsstufe gezündet wird und alle ausrasten.
Leute, wir sind jetzt gerade hier rausgekommen. Batman Gotham City Escape. Holla die Waldfee. Was ist das denn für eine unfassbar gute Achterbahn? Also das ist ja mal richtig, richtig gut geworden. Wir haben gute 40 Minuten gewartet, obwohl wir den Park geropedroppt haben, die Attraktion geropedroppt haben. Und Einzelreview dazu wird es auf jeden Fall auch geben. Ich bin wirklich massiv begeistert und eine der geilsten Stellen ist diese hier über mir natürlich. Und zwar der Zero G Stall. Digga, voll lang, ewig unterwegs, schwerelos, kopfüber, durch Gotham City. Wie viel Achterbahn auf einmal ist und dann doch die ein oder andere Überraschung. Immer sehr gut, sich nicht spoilern zu lassen. Andererseits natürlich auch gut, wenn ihr die Videos hier guckt. Und wenn ihr noch so ein bisschen, wenn ihr was älter seid, ein paar Flashbacks, ein paar Vibes haben wollt, guck mal hier, der Platz, wie er aussehen kann. Also das Gotham City hier gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich verkrümel mich, mach mal ein bisschen im Schatten. Gefühlt ist der Park auf jeden Fall gut gefüllt. Aber wir haben jetzt auch ja nur diesen Ansturm miterlebt und jetzt gerade die Bahn, wo alle reinrennen, rumrennen, Bock drauf haben. Müssen wir mal gucken, was wir so fahren noch, wo wir euch noch mitnehmen, was wir euch noch zeigen. Weil es gibt so ein paar Bahnen, die sind jetzt nicht so highlightig, dass ich da für eine Stunde mich anstellen wollen würde. Wie zum Beispiel so ein Batman Standard B&M Inverted Coaster, die wir dieses Jahr schon, weiß ich nicht wie oft gefahren sind, mit exakt demselben Layout. Ja, auf jeden Fall das schon mal kurz dazu. Erstes Feedback zu dieser Bahn. Crazy Geschichte auf jeden Fall. Jo, was? Es hört doch nicht mehr auf dann, oder? Nee, das hört nicht auf. Ach so. Wir brauchen Wasser. Aber Junge, jetzt ist eine Crystal Cola. Jo, ich hole euch mal kurz ab. Wir sind immer noch in Gotham City, haben uns erstmal kurz hier in den Schatten gesetzt und trinken mal eben einen Schluck. Also nicht nur hier Wasser, was da aus dem Hahn irgendwie rauskommt. Wir haben jetzt echt eine Stunde das Vorort-Review zu Batman Gotham City Escape gedreht. Und müssen eigentlich auch noch ein paar Off-Rides machen, wo wir dann gerade vorbeigelaufen sind, fällt mir auf. Ich wollte auch gerade auf den Launch-Track filmen. Da sind wir wohl vorbeigelaufen. Sind wir vorbeigelaufen. Haben wir mal nicht gemacht. Haben wir noch eine Aufgabe. Aber wollten jetzt irgendwie auch mal ein bisschen erstmal weiterkommen. Andererseits ist die Bahn so das Wichtige. Es ist echt gut voll. Da haben wir echt Glück, dass wir alles andere schon haben. Das damals echt überall Walk-on war. Grüße auch nach Frankreich. Gerade in Le Pal habe ich gerade gesehen, brennt der Baum auch. Und da ist die Hölle los. Ich finde das immer so erschreckend. So wenn du im September am Wochenende in einem Park bist, weil es nämlich nicht anders geht, die sind immer brechend voll, als ob unter der Woche keiner in den Park kommen würde. Weil weltweit, oder ja, ist es eigentlich weltweit irgendwie, außer Asien vielleicht, ist im September überall alles unter der Woche zu. Das ist auch immer voll blöd bei der Messe, wo wir ja dann in ein paar Tagen sind, dass du irgendwie nicht cool was kombinieren kannst mit irgendeiner Tour oder einer Route, um das dann zu machen, weil halt dann unter der Woche die Sachen alle zu haben. Das ist echt immer ärgerlich. Ich verstehe es nicht. Und es ist ja auch nicht kalt oder sonst was. Und Bayern zum Beispiel dieses Jahr, die waren doch noch im September in Sommerferien. Hast du Sommerferien und dann kannst du aber nicht in NRW unter der Woche in den Freizeitpark gehen. Beispielsweise. Jetzt ohne konkreten Park. Also das verstehe ich nicht. Ne? Klar, ganz große haben immer auf, aber die kleinen Mitteln, und die haben auch unter der Woche zu. Hier. Nichts kapiert. Ich nichts verstehen. Nichts verstehen. Dafür gibt es sehr schöne Becher. Mit Penguin Horizon. Und Batman Gotham City. Richtig tolle Bahn, ey. Aber kontinuierlich gerade auf 90 Minuten. Escape. Was habe ich jetzt schon gesagt? Batman Gotham City. Was? Batman Gotham City hast du gerade gesagt. Und du hast noch Escape Rooms. Ja, er flüchtet nicht aus seinem Badezimmer. Der Badezimmermann. Batman, der Badezimmermann. Halbherzig in einem Bild. Also halbherziger kann man einen Park nicht kriegen. Digga, nur ist Feierabend, ich gehe. Tschüss. Bin ich denn schon wieder in Bottrop?
Peoples. So, wir sind jetzt bei Shadows of Arkham. Das ist der B&M Inverted Coaster mit dem Standard Batman Layout. Ja, wir haben das gerade da, wo wir gesessen haben, schon ein bisschen so mitbekommen. Die fahren einfach voll dreist im Einzugbetrieb. Und dementsprechend sieht es nämlich auch aus. 50 Minuten Wartezeit sehe ich mich nicht bei der Bahn. Sorry. Also, das ist auf jeden Fall nicht erstrebenswert. Schade. Also nicht schade, ich mag die ja eh nicht. Sehr ärgerlich, es gibt hier einen Lex Luger Topspin von Huss Rides und das Besondere ist, wie ihr vielleicht sogar schon seht, der fährt hier quasi einfach flach über dem Boden, aber irgendwie fährt er gerade nicht. Aber der sieht frisch aus, der sieht gut aus. Es gibt hier viele Ecken im Park, die sehen nicht so gut aus. Aber irgendwie gehört das nicht auch dann da vorne hin zum Ein- und Aussteigen, man weiß es nicht. Ja, sehr schade. Weil das hätte ich euch gerne noch mal in Motion gezeigt. Wir haben halt nur sehr alte, schrottige Aufnahmen davon. Mau. Aber die haben 2 Plaketten von Huss. Eine am Ride selbst und eine, die da... So angelehnt, ne? Ja, wir müssen ja auch mal was fahren. Also gehen wir mal zu Superman. Hat nämlich überschaubar, also im Verhältnis überschaubar, nur 30 Minuten Wartezeit, die aber sehr lang werden vom Gefühl her, weil wir jetzt erstmal hier in dem Zickzack stehen. Aber geschützt vor der Sonne erstmal. Draußen jetzt nicht, aber weil die kann es heute auch richtig. Also der Stern brennt und es ist ja dementsprechend laut hier drin natürlich.
Peoples, ey, 30 Minuten angeschlagen, 30 Minuten gewartet für Superman. Hallo, ich erzähle gerade was. Hier gibt es noch ein Madhouse, wir müssen aber auch aufs Klo. Das könnte auch ein Madhouse sein, ich denke nicht. Ja, gar nicht mal so schlecht. Also ich habe den auch als cool in Erinnerung. Klar, Interlocking Corkscrew macht den am Acker keinen Sinn, weil du fährst aus dem Park raus, bist weg. Du bist im Nirgendwo. Copa Roll Element, was ich nicht mag. Aber sonst, wir hatten die erste Reihe, haben Glück gehabt, in die erste Reihe zu kommen. Macht Spaß, coole Bahn. Also intensiv, muss man Bock drauf haben. Aber war vollkommen in Ordnung, hat es gelohnt, dass wir das jetzt mitgenommen haben. So, Peoples, Blase ist leer, Fläschchen Wasser ist voll und wir gehen jetzt zum Coaster Express. Das ist hier die lokale Holzachterbahn. Roller Coaster Corporation of America hat das Ding zusammengedübelt und Intermin hat einen Zug geliefert. Ich sehe gar nichts. Hallo? Mein Gott. Ich habe die Bahn als sehr schlecht in Erinnerung. Das werden wir natürlich jetzt für euch nochmal validieren müssen. Und gucken uns das ganze Spielchen an. Ist auch noch irgendwie ein Wagen schon mal abgefallen. Aber es sieht auch, also 40 Minuten angeschlagen sind es aber nicht. Weil da vorne ist die Alte, sind vielleicht auch 3 Züge, max. Nö, möchte ich nicht nochmal. Coaster Express gefahren, dürft ihr ab 1,21 Meter fahren und bis maximal, ja man weiß nicht, 1,87 oder 1,97. Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Jetzt macht ein lustiges Geräusch, wenn der in die Schlussbremse fährt. Joa, kennt ihr diese, wenn du so eine Baustelle mal siehst und dann wird der Boden wieder verdichtet, wenn du dich da drauf setzt und dann über die Strecke vom Bandit fährst. So ist die Bahn hier. Eieiei. Deswegen denken die Spanier auch, das ist alles in Ordnung, so ein Bottrop. Wir wissen es ja nicht besser. Ja, Layout sieht von außen super cool aus, aber irgendwie fährt sich das, du müsstest schon so 30, 40 km/h drauflegen.
dann wird das richtig bocken. Wir haben aber Spaß gehabt, wir haben gelacht, weil der Zug verzeiht viel, macht es also auch noch mal ein bisschen erträglicher. Und es waren nur 10 Minuten, die wir gewartet haben. Auf einer Anzeige im Park stand 30, an der Bahn stand 40, es waren 10. Beschwert man sich nicht, bloß hätte man jetzt gedacht, boah, für 40 stelle ich mich für den Rumpel nicht an, ist auch wieder ärgerlich. Also das sollte schon immer alles präzise sein. Hier liegt eine Socke, aber das ist eine schwarze, er hat eine rote und eine schwarze, er hätte vielleicht jetzt tauschen sollen. Wir machen mal ein paar Bilder noch von dem Bus Breakdance und von dem großen Water Ride und dann geht es weiter für uns zur nächsten Attraktion, wie man so schön sagt. Man denkt, man wäre im Schatten. Danke, Packes. Ja, kein Problem. Wir sind in der Stuntshow. Das Set oldschool ein bisschen, wie man es von früher kennt, aber viel größer. Wir berichten gleich, wenn man auch ein bisschen was erzählen kann. Die Durchsagen sind übrigens leiser als die Musik, die einem hier komplett wegblasst hat. Aber auch geil der Blick hinten über, also dass du so dieses Gebirge wieder siehst, davor nochmal eine Rutsche vom Wasserpark. Bin gespannt, hab Bock, mag Autostunt-Shows und das ist die gleiche Crew, das gleiche Team, die auch gerade aktuell im Moviepark Germany unterwegs sind und die können was. Heidewitzka. Also die Show zieht dir die Schuhe aus. Sehr cool. Also am Anfang ein bisschen viel Gequatsche.
Vor allem, wenn du jetzt so viel Gequatsch am Anfang machst und dann gar nichts mehr sagst. So deep war die Story, glaube ich, nicht. Da kann man es auch lassen. Aber krass, die haben halt einfach mehr Platz und fahren am Limit und saupräzise. Ich habe noch selten gesehen, dass man mit so viel Liebe Autos innerlich so zerstören kann. Und wie viel Hass man gegen Reifen haben muss. Saugut, wirklich richtig gute Sachen dabei. Und die Leute waren erst voll am Start mitgegangen und irgendwann waren die auch alle noch perplex und geschockt von dem, was da geht. Richtig, richtig gut. Habt ihr gerade ein paar Aufnahmen gesehen? Krass, einfach krass. Hat mich abgeholt. Was mich nicht abholen wird, sind in solchen Autostunt-Shows Elektrofahrzeuge. Auch wenn Kia das da mit reingebracht hat, quasi. Oder ich weiß es nicht, ne? Aber es ist halt auch groß ein Kia-Branding auf dem Auto gewesen. Es funktioniert damit auch nicht so wie mit den anderen. Das ist krass. Aber auch beeindruckend, dass irgendwie trotzdem ein bisschen Driften damit geht. Da weiß ich aber auch nicht, wer welche Sicherung wo gezogen hat, damit das Auto das überhaupt mitmacht. So, wir gucken jetzt nochmal, wie es bei Batman Gotham City Escape aussieht. Die Leute können doch nicht alle gerade aus der Show rausgekommen sein. Es ist gerade alles komplett voll. Ja, genau, das gucken wir auch mal. Das war übrigens jetzt die erste von 3 Shows, die heute gespielt werden. Und die fing um 4:45 an. Wir haben jetzt wahrscheinlich 6 oder so, ne? Ja, kurz vor 6. Krass. Also Show, Autostunt-Show, Police Academy Stunt-Show, whatever, hier in Parque Warner in Madrid. Ey, nehmt's mit, wenn euch das so Mühe begeistern kann oder interessiert. Dann nehmt's auf jeden Fall mit. Dann werdet ihr begeistert sein. Und wenn ihr es nicht mögt, lasst euch drauf ein und ihr werdet es lieben. Und ich bin taub. Ich höre jetzt nichts mehr. Aber irgendwas ist ja immer. By the way, wir bringen gerade unseren Becherpfand zurück, denn auf die Becher, die man hier bekommt, ist 1 Euro Pfand. Ihr müsst unbedingt euren Bon behalten oder was auch immer das ist oder Quittung oder ja, dieser Abholzettel, weil ohne den könnt ihr die nicht abgeben. Ohne Leute, die hier arbeiten, kann man den auch nicht abgeben. Die sind jetzt alle weg. Dafür haben wir eben ziemlich lange hier gestanden, wo kein Mensch da war. So, also hier im Gotham City Grill haben wir ja unser Bier gekauft eben und jetzt sind wir zurück und wollten den Pfand zurückgeben, weil das ja 1 Euro Pfand jeweils auf dem Becher. Und jetzt hat der Shop einfach zu. Das ist ein Restaurant, was auf hat. Von 13 bis 17 Uhr. Der Park hat ja, die will, dass man sich anstellt. Von 12 bis 0 Uhr geöffnet. Und dieses Restaurant hier hat einfach nur bis 17 Uhr auf. Ja, und jetzt hat der Bro versucht hier an der Seite einmal seinen Pfand abzugeben. Ja, jetzt sagt die wohl vorne, nee, gibt's nicht, muss sich anstellen. Eieiei, aber wer macht sowas? Ja, wir sind jetzt mal ein bisschen weitergegangen. Super viele Venues, wo man essen, trinken kann, sind zu. Ich weiß nicht, die haben halt noch 6 Stunden auf. Kann man ja schon mal die Kasse abrechnen. Die spanische Wirtschaft liegt am Boden. Das verstehen wir gar nicht, woran das liegt. Cira Large Tivoli Coaster. Damit machst du nichts falsch. Premium-Achterbahn von vor 100 Jahren, die so gar nicht mehr gebaut wird. Aber Cira Coaster immer geil, vor allem im Familienbereich. Aber es gibt auch große Sachen, die cool sind. Und dreht hier auf jeden Fall seine Runden als Achterbahn noch. Ist auch dementsprechend beliebt. Müssen wir uns jetzt nicht unbedingt da mit reindrücken. Einfach cool, diese Achterbahn. Cartoon Village, wie es ist, ne? Alles ein bisschen verspielter, alles ein bisschen bunter. Ach, das ist cool, dass man an so einem Spaceship sitzen kann und essen kann. Oder ich glaube, das ist nur zum Spielen. Und es wird ein Kind gerade da drin gefüttert. Warum sollten auch Kinder, die schon anständig aufgegessen haben, jetzt spielen dürfen da?
wheels in motion. I'm going crazy for you. I feel like the ocean. I can see you want this too. Cause you've been looking at me all night, trying to figure me out. I just wanna let you know. And I ain't playing no games, baby, you won't change. I only want you. I wanna kiss you before the sun goes. Was wir hier auch noch haben, ist da ein Youngstar Coaster der Firma Mack Rides und Beep Beep, irgendwas mit blablabla Beep Beep. Ja. Kennt ihr aber hier, ne? Hier Coyote und Roadrunner. Wahrscheinlich heißt auch Roadrunner Beep Beep. Wir sind noch nicht an der Station vorbeigekommen. Youngster Coaster kennt ihr ja als Pegasus auch. Ist cool. Wenn man hier schon so nice, das ist eine echt coole Idee, so ein Guckfenster mit reinbaut, damit man auch die Fahrt sehen kann, weil man ja hier so einen ultra hässlichen Sound vorgestellt hat, so einen Holzsound, wäre es halt schon gut, wenn dieses Plexiglas auch mal getauscht wird oder gepflegt wird oder wie auch immer, weil so kann man halt nicht mehr durchgucken, das bringt da natürlich nicht viel. Coole Bahn, müssen wir gucken, wo der Eingang ist und was da los ist und ja, ich befürchte nicht, dass wir das fahren, weil auch da die Wartezeiten im Einzugbetrieb etwas unsexy sind hier. Aber wie sagt man so schön, der Fisch stinkt vom Kopf her, ne? Park ist ruiniert das. It's what you're doing, it's making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing, it's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Yeah, I'm falling in love. Das ist auf jeden Fall, sieht man es, präzise. Rio Bravo 46 Minuten, Batman Gotham City Escape 51 Minuten. Das ist auf jeden Fall sehr präzise. Vielen Dank, Warner. Wenn das nicht stimmt, dann bin ich aber auch sauer. Aber es geht auch nur 46 oder oder 31, ein über 10er oder ein über 5er. Aber es gibt auch 45. Bei La Ja, ja. Venganza. Nein, es gibt kein 42. Das stimmt. Also Scooby-Doo ist ja hier so, ich meine, das war einfach ein normales Boo Blasters und Boo Hill. Hat 40 Minuten. Madhouse 60 Minuten. Ey, was ist denn heute hier los? Also wir haben auf jeden Fall einen richtig schlechten Tag erwischt, würde ich mal sagen. Aber gut, dass wir so ein bisschen entspannt hier eiern und nicht viel machen müssen. Aber jetzt nach der Stuntshow ist es ein bisschen kühler und jetzt füllt sich der Park auf einmal auch schlagartig. Viele Gründe, warum die auch bis 24 Uhr aufhaben, erst um 12 Uhr anfangen. Aber man kann ja nicht dann auch ein Restaurant von 13 bis 17 Uhr betreiben. Es ist halt echt viel zu. Dafür, dass hier überall Action ist. I wanna kiss you before the sun goes down. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing, that's making me feel like Selbst die Oldtimer-Bahn hat 30 Minuten Wartezeit. Was ist denn das? Aber ich glaube das nicht, dass das 30 Minuten sind. Da laufen auch Leute im Zickzack. Wir gehen jetzt mal rein gucken. Das kann doch nicht sein. Ich möchte von diesem Stand ein Eis. Das heißt, ich muss mich hier anstellen. Digga, was ist denn mit euch? Und das ist nicht der einzige Stand. Die sehen alle so aus. Joghurt, Frozen Joghurt. Ma sidaan u bukoodayna ii baananay, ma sidaan u basaasayna ii boortiray, alla beerkaay maxay yartu biili helahay, yartu biili helahay, alla beerkaay maxay yartu biili helahay. Baaqinaha
Hier sehen Sie übrigens, dass Warner-Lizenzen einen Park nicht schöner machen. Du kannst so viel Batman-Lizenz haben, wie du möchtest. Der Park sieht nicht besser aus. alla berkay maxayartu bili ilahay masidanu bukodayna ibanani masidanu basasayna ibortiray alla berkay maxayartu bili ilahay yartu bili ilahay alla berkay maxayartu bili ilahay. Jo, wir befinden uns am Ausgang und ihr kennt ja dieses, was jetzt hier gerade auch hinter mir noch passiert, dass Leute angesprochen werden, wenn sie den Park betreten. Ja, das passiert jetzt immer noch, nachdem wir fast 8 Stunden hier sind, dass immer noch Leute kommen und auch nicht gerade wenig, dass man fotografiert wird. Und es ist hier einfach noch so altbacken, dass die Fotos alle ausgedruckt werden, mit der Hoffnung, die dann zu verkaufen. Finde ich also, wer nachhaltig sein will mit seinem Park, sollte das schon mal abschaffen. Einfach bevor man alle Fotos auszudrucken und sie dann wegzuschmeißen. Aber ganz witzig ist hier, die sind sortiert nicht nach deinem Namen oder sonst irgendwas, sondern nach dem Fotografen. Da ist das Bild vom Fotograf drüber mit seinem Namen und danach ist das sortiert, welche Fotos derjenige Fotograf gemacht hat, damit du die besser finden kannst. Das ist ziemlich lustig. Ja, und wir sind jetzt durch. Ziemlich durchwachsen, würde ich mal sagen. Wir haben uns aber nicht gestresst. Man hätte natürlich viel mehr fahren können, wenn man jetzt hier ein bisschen Power gemacht hätte. Aber war jetzt nicht und leider war auch nicht nochmal eine Fahrt bei Batman jetzt drin. War auch wieder um die 90 Minuten oder so und einfach ein Wust an Fastpässen, die da vor den ganzen Vorplatz schon wieder verstopft haben. Sehr ärgerlich, aber sehe ich jetzt auch nicht, mich da jetzt noch mal 1,5 Stunden lang anschreien zu lassen von links und von rechts. Schon anstrengend mit den Spaniern. Ja. Es ist ein ganz, ganz anderes Völkchen, was das angeht. Aber das gibt es ja in vielen Ländern, wo wir schon unterwegs waren. Und wir hatten auf jeden Fall trotzdem einen entspannten Tag. Es sind viele Ecken hier, wo man dringend was machen sollte. Aber wir wissen ja, wer das hier betreibt, ne? Von daher gehen wir erstmal raus. Muss man auf jeden Fall sagen, Eingangsbereich und so, ne, das ist total cool, aber das ist natürlich auch alles Altbestand. Und auch bis Batman jetzt hier neu kam, ist ja auch so gar nichts gefühlt passiert. War auf jeden Fall wichtig. Hat dem Park, glaube ich, auch gut getan, aber scheint ja auch zu laufen. Also, ne, ist jetzt wieder so ein ganz kleiner Einblick nur an einem Tag. Aber für Verbrechen voll, super anstrengend. Aber soweit alles gemacht, geschafft. Und müsste man jetzt alles fahren, hätte man das auch geschafft. Aber halt, wie immer, der Fastpass, ne? Der macht für wenige den Besuch viel besser und für ganz viele den Besuch viel schlechter. So, schade. Ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt von uns hier aus dem Park Warner. Es gibt dann demnächst noch irgendwie einen ganzen Vlog von diesem ganzen Spanien-Trip und anderen Parks hier in der Ecke. Und ansonsten sehen wir uns jeden Tag um 18 Uhr wieder hier auf dem Kanal zum neuen Video. Und ihr lasst jetzt noch ein Abo da, um das Ganze zu supporten. Kostet euch nichts, hilft uns aber weiter und wir voll lieb und so.